Hey, willkommen zu Teil 6, dem letzten Teil unserer ungewöhnlich langen, aber sehr schönen Motorradreise durch das Königreich Marokko. Wir starten am frühen Morgen, für mich ist es gegen 10 Uhr, in Rabat, wollen noch runter zum Leuchtturm am Meer. Wieder einmal wird mir klar, wie cool das doch mit der Reisetante ist, hier zu zweit Marokko mit dem Moped zu bereisen. Vielleicht fahre ich deswegen ab und an Orte, an die ich mich erinnere, als ich 2018 auf meiner Solo-Motorradreise Aufstationen machte. Es ist einfach schöner zu zweit und Alina ist nach ihrer ersten großen Motorradreise nach Kreta unmittelbar nach ihrer Fahrprüfung sehr viel routinierter und sicherer geworden. Wir haben gestern die Fähre zurück nach Europa gebucht, haben ab jetzt nur noch 7 Tage hier in Nordafrika. Nein, doch. Und dann ist etwas Fantastisches passiert. Man könnte sich direkt an Rabat gewöhnen. Hübsche Hauptstadt. Fest steht aber, jetzt erstmal keine Großstadt mehr. Wir wollen noch einmal ins Rifgebirge und verlassen die Hauptstadt nördlich über die N1, grobes Ziel Quesana. Bis dahin geht es bis kurz hinter Kenitra nur auf Nebenstrecken. Ich soll von einer Farm hoch über einem Stausee mit guten Bewertungen gelesen haben. Die wäre aber schwer zu finden. Ich denke aber, dass das der Monk war. Nein, das war ich natürlich nicht. Die Umgebung wechselt wieder in eine herrliche Mondlandschaft. Ach, was rede ich? Das hier ist Tatooine, der Wüstenplanet im Outer Rim. Die Straße wird ausgefranst, einspurig. Bei Gegenverkehr höre ich die arme Reisetante murmeln: Ah, das wird eng. Wohin nur mit mir? Der langsam durch die tiefen Löcher kriechende Verkehr vor uns wirbelt zu viel Staub auf. Wir beschließen, sie alle zu knechten, zu binden im Graben, sie zu überholen durch das Schlagloch Minenfeld links davon. Wir kommen an einem großen Stausee vorbei, der militärisch bewacht wird. Das scheint schon mal richtig zu sein, nachdem wir uns vorhin schon verfahren hatten. Irgendwann hört die Straße auf, wird zum Feldweg, geht bergauf und wird grob schottrig sandig. Ich freue mich. Nein, nicht wirklich. Wir sitzen jetzt seit 10 Uhr im Sattel, aber da müssen wir jetzt durch. Ist ja schon gebucht. Das Ziel lässt sich weder im TomTom noch im Triumph oder BMW Bob Navi eingeben. Also fummelt der Monk seine Gramm-Mount-Klaue heraus, montiert damit sein Smartphone auf den Lenker. Immerhin, Google Maps kennt das Ziel. Jetzt hat er 3 Navi-LCD-Screens gleichzeitig in seinem Cockpit und nennt das Enterprise-Style. Es gibt aber auch nicht ein Hinweisschild auf das Label Etoile. Leute unterwegs geben nur widersprüchliche Hinweise. Ich fahre nach Google Maps Anweisungen stur weiter. Alina Reisetante hinter mir hat die Anfahrt auf die angebliche Farm so erlebt. Ein Mann im Lieferwagen meint, wir sollen zurück. Die Kinder neben ihm weisen nach links. Eine Männeransammlung vor einer Hütte zeigt in eine andere Richtung. Wer recht hat oder nicht, zeigt euch gleich mein Rücklicht. Der Monk ist schon ein Stück weiter. Ich zögere etwas an einer Geröllabfahrt. Unten haben sich ein paar Kinder versammelt, rufen wir Vamos zu. Da kann ich jetzt mal nicht kneifen. Für mich ist Offroad manchmal so schwierig wie das Stunt von Steve McQueen in Gesprengte Ketten. Ich kämpfe mich durch. Der Monk gibt Hinweise via Helmfunk. Er hat die Herberge schon entdeckt. 50 Meter vor der Einfahrt auf sandigem Felsgestein gebe ich dann aber wirklich auf und bin einfach nur froh, dass er das letzte Stück übernimmt.
Ich sehe eine einfache Steinhütte und 2 Motorräder davor, eine schwarze Teneré aus der Schweiz und eine GS 1250 aus Holland. Das muss es sein, auch wenn wieder kein Schild darauf hinweist. Der jüngere Schweizer und der ältere Holländer bestätigen, wir sind hier richtig. Jemand von der Besitzerfamilie kommt auch dazu, kommuniziert aber zunächst nicht mit uns. Irgendwann bekommen wir die erste Hütte mit einem fantastischen Ausblick auf den Stausee El Wada unter uns zugewiesen. Und gegen 21:40 Uhr auch noch etwas zu essen. Danach begeistert sich Alina am schönen Gepose des Mondes über dem Stausee, indem er sich angeberisch spiegelt. Sie entdeckt einen dicken Frosch auf der Terrasse. Ich kann das ja nicht mehr sein, hab ja schon Prinzengestalt angenommen. Im Zimmer ist es stickig heiß, wir sind verdammt müde. Das war eine ruhige Nacht hier oben. Nach einem guten Frühstück mache ich mich auf den Weg, um eine Alternativabfahrt vom Berg zu erkunden. Die beiden anderen Motorradfahrer sind schon aufgebrochen. Dann schaue ich mir mal bei Tageslicht das Gelände an. Das könnte hier auch in Griechenland sein. Wir brechen jetzt auch auf. Alina hat sich gegen die noch offroadigere und zudem sandigere Alternativpiste entschieden. Dann viel Glück, Herr Flack, ne? Ja, danke. Bleiben in Verbindung. Wir wollen heute ans Mittelmeer. Dazu müssen wir quer durchs Rifgebirge. Die meist gut ausgebauten Nationalstraßen tun es in diesem Fall auch, da sie hier meist einsam und sehr kurvenreich durch eine sehr schöne, bergige und abwechslungsreiche Landschaft führen. Da braucht es nach meinem Dafürhalten keine Buckelpisten. Unten baut man sicher fleißig Hanf an. Der junge Schweizer von gestern sah solche Felder, auch beladene Esel mit dem Zeugs. Allerdings fuhr er offroadigere Strecken. Wir haben noch keine Hanfbauern entdeckt. Früher nervten hier im Rifgebirge Drogendealer die Durchreisenden mit ihren Angeboten. Das soll sich gegeben haben. Diese Straße über einen Pass ist recht einsam. Aber in 3, 2, 1 kommt gerade jetzt eine rote Blechblase auf meiner Seite mir entgegen und weicht in letzter Sekunde nach rechts aus. Denn ich kann es nicht. Ich habe nur den Abgrund neben mir. Nach dem Pass sind wir jetzt wieder auf der Nationalstraße, die wir vor 4 Wochen von Chefchaouen kommend gegen Süden fuhren. Hinter Chefchaouen geht es noch einmal hoch ins Rifgebirge. Echt atemberaubend. Das zieht sich bis zum Mittelmeer hinunter nach Guet-Laou. Eine unglaublich schöne Motorradstrecke, so wie ich sie liebe. Da sind natürlich mehrere Verweilstopps drin. Katzen schwören ja auf den Schatten eines echten Triumph-Tiger-Mopeds. Es wurde mir eben beim Anblick des Berges, an dem die blaue Stadt klebt, schlagartig bewusst, dass unsere Reise bald enden wird. Zumindest hier in Marokko. Da schwingt schon jetzt ein bisschen Wehmut mit. Wir wissen noch nicht so genau, wo wir heute unsere Häupter zum Schlafen niederlegen. Alina kam mit einem kleinen Hotel in Amsra, ca. 20 Kilometer vor Tetuan rum. Sieht gut aus, direkt am Meer.
Ich bringe die Wasserfälle in einer Schlucht hinter Chefchaouen ins Spiel, die wir uns noch anschauen wollten. Da wäre der Küstenort Khet Lao eine gute Basis für, und der liegt auf der Strecke. Das ausgesuchte Apartment in Khet Lao scheint nicht in Betrieb zu sein. An einem anderen Apartment ruft ein Wachmann eine Nummer an. Ein Typ kommt vorbei, zeigt uns eine seelenlose Riesenwohnung, die nach Chlor riecht. Gefällt uns nicht. Ein paar Meter weiter die nächste Apartmentanlage. Kein Frühstück, Schlepperei über viele Treppen und die Parksituation gefällt dem Sicherheitsbeauftragten der Reise, dem Monk, auch nicht. Wir finden einfach nichts Passendes. Wir beschließen, den Ort in Richtung Tetuan zu verlassen. Es wird dunkel und eines meiner heiligsten Motorradreisegesetze in Westafrika und Asien lautet: nicht bei Dunkelheit fahren. Öfters begegnet man da unbeleuchteten Fahrzeugen und keine Warnwesten tragende Nutztiere. Ich habe da schon krasse Unfälle in Buschtaxis erlebt. Die Küstenstraße ist gerade atemberaubend in der aufziehenden Dunkelheit. Voller Blick auf das Mittelmeer. Spanien ist noch zu weit weg. Das erste unbeleuchtete Auto kommt uns überholend entgegen, schert ein: Alter, mach dein Licht an! Das von mir ausgesuchte Hotel im kleinen Fischerdorf Amsra ist heute leider nicht verfügbar. Aber vielleicht... Nein, wir stehen vor verschlossenen Türen. Aber hier ist es sehr schön. Wir versuchen es einfach morgen noch einmal. Nur wohin heute? Bleibt nur das nahe Tetuan. Okay, ich suche ein Hotel raus, welches leicht im nächtlichen Tetuan zu finden ist. In einer Hauptstraße mit sicherem Privatparkplatz. Nur 20 Kilometer bis dorthin auf einem breiten und beleuchteten Highway, meist vierspurig. Zack, sind wir da. Im Prestige und Spa, einem ansehnlichen 3-Sterne-Hotel. Wir dürfen mit den Motorrädern in den Keller fahren, auf Fliesen und neben dem Wäschebunker parken. 10 finnische Biker, leider nicht die Leningrad Cowboys, stehen draußen auf dem Parkplatz, passen hier einfach nicht rein. Nach 8 Stunden im Sattel essen wir im Hotel zu Abend. Geht so. Um die Ecke habe ich beim Anflug eine Eisdiele in einer trostlosen Seitenstraße entdeckt. Die haben hier viele Eissorten und spottbillig. Nur 3 Dirham die Taubeneikugel. In Chefchaouen kostete eine satte 20 Dirham. Ein anstrengender, aber schöner Fahrtag endet hier. Unsere Motodos haben die Nacht im Wäsche- und Eier-Vorratskeller gut überstanden. Vor uns liegen schlappe 25 Kilometer von Tetuan zurück nach Amsra, wo das Rajdhani Gästehaus für heute wieder buchbar war. Wir fahren nun bei Helligkeit die schöne Küstenstraße am Mittelmeer zurück in unsere künftige Bleibe. Raya öffnet uns das Tor zu ihrer kleinen Oase und zu unserem kleinen Zimmer mit Gartenterrasse. Einfach und gemütlich, wunderbar ruhig. Genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Lage des Hauses ist perfekt. Nicht mitten im Ort, aber ein Restaurant und Minimarkt sind in der Nähe. Das Meer und der steinige Strand liegen auch gleich vor dem Grundstück. Man muss nur über die Straße. Vielleicht ist hier in der Saison oder am Wochenende mehr los. Jetzt jedenfalls ist es leer. Wir nutzen den Ausruhtag mal wieder zum Wäschewaschen und anschließenden Poolplanschen. Der kleine, saubere Pool ist einfach nur einladend. Ein kleines marokkanisches Gastmädchen demonstriert uns und ihrer Mutter ihre Spring- und Tauchkünste. Und mir im Besonderen, was sie schon auf Englisch sagen kann. Zum Abendessen testen wir das Restaurant in der Straße, das bestimmt gerade von den Fischern am Strand frisch beliefert wurde. Der Kellner präsentiert stolz die Fisch-auf-Eis-Auslage und versteht nicht so recht, dass wir, also ich, nicht darauf anspringen. Travel Monk ist übrigens nach meinem Unwohlsein aufgrund seines Fischverzehrs letztens sehr rücksichtsvoll.
Zwischen der stets menschenleeren Uferpromenade und unserem Gästehaus scheint diese Hundefamilie im Straßengraben zu leben. Kommt kaum hoch. Das sind die Momente, wo Europäer immer einen Hund mitnehmen. Aber wir kriegen den nicht weg. Die Nacht war ruhig, Mama Hund saß jedoch auf unserer Terrasse. Raya bringt uns Frühstück, unsere Wäsche ist auch fast trocken. Die Motordos stehen brav im Hof und der Strand ist wie gestern leer. Wir wollen noch einmal ein Stück zurück ins Riffgebirge. Travel Monk hofft noch immer, gewisse Plantagen zu sehen. Mir dagegen reicht ein Ausflug Richtung Akçur. Den Großteil der Strecke sind wir am Dienstag von Chefchaouen schon gefahren, waren begeistert von der Bergwelt. Unsere Koffer sind komplett abgesattelt. Es sind ca. 60 Kilometer Fahrt, eine Strecke. Akçur ist ein Sackgassendorf, von wo Wanderwege zu Wasserfällen und einer Natursteinbrücke führen. Bei der Hitze in Motorradklamotten, das wird eher nichts mit einer epischen Wanderung. Was mir gerade einfällt, wenn ihr von Tanger-Med oder Tanger nach Chefchaouen wollt, dann nehmt nicht die hier rot durchgestrichene N2, sondern fahrt via Tetuan auf der N16, einer schönen Küstenstraße bis Quetlaou und biegt dann auf die P4105 Richtung Chefchaouen ab und genießt die wunderschöne Strecke durch das Riffgebirge. Das ist zwar länger, aber sehr viel schöner als die N2. In Akçur endet die Straße tatsächlich, und zwar auf einem großen Bezahlparkplatz. Wir bekommen Angebote für geführte Wandertouren auch an Hanffeldern vorbei. Aber nee, dazu haben wir keine Lust in den Klamotten und bei diesen Temperaturen. Wir erklimmen stattdessen eine Anhöhe, um von dort wieder zurückzufahren. Im Tal rechts der Straße schlängelt sich ein kleiner Fluss und irgendwie sieht es aus, als ob sich da jemand ein kleines Besucherdomizil gebaut hat. Das müssen wir uns unbedingt mal etwas näher anschauen. Auf dem Parkplatz wollen zwei junge Marokkanerinnen unbedingt auf meiner BMW posen. Und das ohne Helmsturmmaske, wie der Monk anmerkt. Die Hüttenansammlung am Fluss stellt sich als kleiner Kletter- und Zipline-Park heraus, wo man wohl auch Hütten mieten kann. Hier ist es sehr angenehm und maximal 4 Einheimische hängen wie wir am Flüsschen ab. Mich fasziniert aber noch viel mehr, was über uns so abgeht. Da scheint Leben an die gespannten Seile zu kommen. Geht über die Leiter. Ja, das ist eine Hängebrücke, auch genannt. Und dann geht er da hoch und dann macht er die ganz lange Tour da oben an dem Seil bis da runter. Das könnte ja fast ein halber Kilometer sein, aber lass es mal 200 Meter sein. Auf der Fahrt zurück sind jetzt diese Backöfen am Straßenrand aktiv.
die wir vorhin schon sahen. Frauen ziehen jetzt manchmal fertige Fladenbrote heraus. Lecker. Ja, Lenchen, aber jetzt noch nicht noch weiter nach hinten, dann bist du nämlich unten. Gell? Das wollen wir alle nicht. Ich spiele mich so schön in deinem Visier. Frau Robocop. Wollen wir jetzt weiter? Der Monk möchte mal wieder mit unseren Mototos vom Mittelmeer posen, beziehungsweise seinen 3 Meter langen Selfie-Stick für seine 360-Grad-Kamera benutzen. Beim zweiten Halteversuch sagt er dann auch rechtzeitig Bescheid. Zurück in unserem unaufgeregten touristenfreien, aber sehr schönen Stranddorf grusen wir erstmal die Hut ab. Wir halten Ausschau nach einem Alternativrestaurant. Tatsächlich sehen wir völlig unerwartet eine Waschanlage. Natürlich soll man nicht selber putzen. Das ist aber angeraten, da der Wasserstrahl extrem hohen Druck hat und leicht empfindliche Teile am Motorrad beschädigen kann. Ich kläre daher vorher immer, in welchen Bereichen der Hardcore-Wasserstrahl nicht benutzt werden soll. Die Fischer sind mit ihren Booten zurück und die Hundemutti scheint bei Dogship aktiv gewesen zu sein. Sie ist jetzt jedenfalls nicht alleine unterwegs. Und wir landen am Ende dann doch wieder im kleinen Strandrestaurant, da es das einzige ist, welches nicht ausschließlich nur Fisch anbietet. Am nächsten Morgen ist Mama Straßenhund schon wieder auf dem umzäunten Gelände und möchte Catering abhaben. Uns hat es hier sehr gut gefallen, wir müssen aber weiter nach Tanner. Von Tetuan fahren wir weiter an der Mittelmeerküste entlang über die modern ausschauenden Städte Dik und Vnidek. Unterwegs sehen wir abgeschottete, teure Wohnanlagen, Edelhotels und wohlhabend ausschauende Behausungen und Uferpromenaden. Dann ist die Küstenstraße vom Meer her plötzlich massiv mit Stacheldraht und Zäunen gesichert. Polizeikontrollen häufen sich, wir sind unmittelbar vor der bekannten spanischen Enklave Ceuta, etwa 28 Quadratkilometer, die sich auf marokkanischen Boden befinden. Genau wie Melilla ganz im Osten, wo es im Juni 2022 zu einem Massaker an Flüchtlingen kam, die die Grenzzäune stürmten. Wir drehen unmittelbar vor dem stark gesicherten Grenzübergang nach links ab, in die Berge, und machen eine erste Minze-Tee-Pause hoch über Ceuta. Jahrhundertelang haben wir sie ausgebeutet, umgebracht, versklavt, ihnen ihr Land und ihre Rohstoffe weggenommen. Jetzt, wo sie auch ein paar Krümel vom Wohlstand im vermeintlichen Schlaraffenland abbekommen wollen, steht ihnen die hochgerüstete Festung Europa und einige brutale Diktaturen in Nordafrika gegenüber, die von der EU bezahlt werden, um diese Menschen fernzuhalten. Das müssen wohl unsere europäischen Werte sein. Man
sieht den Djebel Musa, der im Nebel verhangen ist. Man kann in tiefe, dunkle Täler blicken und auf der anderen Seite geht es wieder runter zur Küste. Wir kommen am Hafen Tanger Med vorbei, von wo wir in wenigen Tagen Marokko und Nordafrika wieder verlassen werden. Tanger war und ist eine tolerante Stadt. 1927 war sie die modernste Stadt Afrikas und hatte damals 60.000 Einwohner, davon 35.000 Muslime, 15.000 Juden und 10.000 Ausländer. Tanger in den 60er und 70er Jahren war das Mekka von europäischen und US-amerikanischen Schriftstellern, der neu entstandenen Popliteratur und anderen Künstlern. Jack Kerouac, Peter und Jane Bowles, Truman Capote und William S. Burroughs, Samuel Beckett, aber auch Mick Jagger waren nur einige von ihnen. Tennessee Williams schrieb hier seinen berühmten Roman Die Katze auf dem heißen Blech dar. Hier wurden auch Szenen für das Bourne-Ultimatum mit Matt Damon und für Inception mit Leonardo DiCaprio gedreht. Unsere Bordnavis streiken mal wieder. Die Prepaid-Karten sind leer. Diese muss ich erst einmal in einem Carrefour auftanken, damit Google Maps und Telefonieren wieder funktioniert. Wir haben ein schönes Zimmer ausgewählt, mitten in Tanger, im fettesten Verkehr, irgendwo dort oben oder da hinten. Keiner weiß das so genau. Aber zunächst muss ich beide Motorräder sicher auf die andere Straßenseite durch diesen dichten Verkehr bringen, denn die Reisetante wartet auf der anderen Seite mit der Verwalterin unserer Kurzzeitbehausung. Bekomme ich sicher hin. Das ist kein Zimmer, das ist eine richtige Wohnung, ein Apartment und sehr groß, modern, gut ausgestattet und kostet nur 40 € mit Tiefgaragenplatz. Ein Schnäppchen im ansonsten recht teuren Tanger. Alles, was man braucht, ist in der Nähe, sogar die berühmte Medina. Und mit dem Shisha-Rauchverbot können wir als Nichtraucher auch gut leben. Hehe, das marokkanische Fernsehen sendet wieder mein kleines Offroad-Abenteuer zum versteckten Strand von Iftana an der Atlantikküste. Cool. Leider finden wir in Laufweite nichts Marokkanisches und heuern daher in einem amerikanischen Steak-Restaurant an, welches sich zum Leidwesen des Monks als Fußballtempel entpuppt. Aber das Essen schmeckt zumindest. Mal sehen, was unser letzter marokkanischer Volltag morgen so bringt. Unser nordafrikanisches Nomadenleben könnte ruhig noch ein bisschen so weitergehen. Dank guter Fenster war die Nacht ruhig. Wir begeben uns auf die Frühstückssuche, finden ein Restaurant nur 10 Kamellängen von uns entfernt. Schöne Aussicht auf den Hafen von Tanger. Nebenan packt ein arabisch wirkender Typ in aller Seelenruhe seine DJI-Drohne aus, schaut sich Bilder davon an. Streng verboten, dachte ich bisher. Jetzt ist er wirklich da, der letzte volle Tag in Marokko. Wir können gar nicht glauben, wie schnell die Zeit doch vergangen ist. Nach dem Frühstück geht's zum Grand Soko, einem ovalen Kreisverkehr, von dem Tore in die Medina führen. Dort befindet sich auch das Art Deco Cinema Rif Café, wo man laut Reiseführer gut sitzen und Leute beobachten kann. Der Monk hat ein Faible für alte Kinos wie diesem hier, dem Cinema Rif. In Prag habe ich ihm auch schon einmal ein sehr altes Kino gezeigt, was ihn damals schwer begeisterte. Aus der benachbarten Moschee ertönt Gesang in Dauerschleife, bestimmt vom Band. Die Medina hinter den Toren ist nicht wie die wir in den anderen Städten erlebt haben. Es ist ruhiger, es ist leerer. Die Fleisch- und Gemüsestände in den Souks sind geöffnet, einige Souvenir- und Antiquitätenläden auch, aber vieles ist geschlossen. Wir haben nicht viele Videos gemacht, sind ja keine Live-Vlogger, daher hier ein paar Eindrücke in Fotos.
Die Stadt wirkt mediterran und entspannt auf uns. Etwas höher gelegen hat man einen schönen Blick auf den Hafen und das Mittelmeer. Irgendwo gibt es hier ein Caspar-Museum, das ich mir gern ansehen möchte. Um dorthin zu gelangen, müssen wir durch ein paar enge Gassen und ein paar Treppen hoch. Kurzer Stopp an der Stadtmauer mit Blick aufs Meer und dem obligatorischen Marokko-Salat für den Monk. Alinas Wunschmuseum entpuppt sich als 2-in-1-Museum. Ein Flügel widmet sich zeitgenössischer Kunst, vor allem Gemälde von Künstlern aus der arabischen Kunstszene. Über einen Gang geht es in den Teil, der sich mit der Geschichte Tangers und der Region beschäftigt. Wir staunen über die kunstvoll verzierten Holzdecken, den schönen Innenhof und den etwas verwilderten andalusischen Garten. Wie wäre es am letzten Abend mit indisch essen gehen statt der 77. Taschin? Gedacht, gemacht. Wir sehen zwar keinen Inder im Restaurant, aber es schmeckt. Und zum Nachtisch noch ein Eis im goldenen M, das mehr Personal als Gäste zu haben scheint. Schade, dass der Magic Table besetzt ist. Das hätte bestimmt eine Reiseverlängerung gegeben. Wir verlassen über den modern gestalteten Marina Highway Tanger in Richtung Osten. Wir nehmen nicht die Autobahn, denn die führt erst nach Süden, bis sie wieder in den Norden geht. Die Küstenstraße ist nicht langsamer, aber sicher sehr viel schöner. Auch dieses Mal tappen wir in keine Laserpistolen-Blitzfalle der allgegenwärtigen Polizei. 2018 hatte es mich kurz vor Tangermet erwischt. 15 €, aber sehr korrekte Behandlung. Gegen 12:30 Uhr erreichen wir das Hafengelände. Ich habe die Bushaltestelle mit mir und meinem Moped besetzt. Es geht nichts über Schatten in der glühenden Wartesonne. Ich besorge derweil die bereits bezahlten Fährtickets und lasse ein Huhn schlachten und 2 Bröselbaguettes damit belegen. Irgendwann haben wir den Kontrollmarathon inklusive Fahrzeugscanner bis 200 Meter vor dem Fährport absolviert. Der Monk schickt mich zu einem Einweiser, der uns wegen der Hitze und den Klamotten netterweise rauswinkt und ins Schiff fahren lässt. Geschafft! Die asiatische Mannschaft, vermutlich Filipinos, stehen bereit zum Anseilen unserer Motodos. Ich gebe ein Trinkgeld, damit das noch perfekter gemacht wird. Wir packen alles, was wir brauchen, auf unsere rollbaren Top-Cases und rollen damit nach Einweisung in unsere Kabine, die leider dieses Mal kein Fenster hat. Die waren ausgebucht. Kurz duschen, dann ab aufs Deck. Das Schiff legt fast pünktlich um 18:30 Uhr vom afrikanischen Kontinent ab. Mensch, jetzt war ich schon mit meinem eigenen Moped in Afrika. Wahnsinn. Wir gehen erstmal in die Cafeteria aka Mitropa zu überzogenen Preisen und Solala-Gerichten essen. Beim Poseidon. Die haben einen Alleinunterhalter engagiert. Stimmung. Ich glaube, wir gehen besser schlafen. Gute Nacht. Huch, wir haben doch tatsächlich das Frühstück verpasst. An der Bar eine Etage weiter oben bekommen wir 2 Heißgetränke, 2 Croissants und ausreichend Nutella. Wir probieren die Sitzmöglichkeiten aller Außendecks durch, beobachten Leute, halten nach Walen, Orcas und U-Booten Ausschau oder schauen einfach nur auf das Meer hinaus. Entschuldigen Sie, was zeigen die gerade? Das Meer. Sie zeigen das Meer. Schon wieder das Meer. Wir bekommen den zweiten Tag auf See auch noch locker rum.
Dieses Mal ist der Monk dran, putzige Aufnahmen mit seiner 360-Grad-Kamera zu machen. Wir befinden uns gerade auf Höhe von Barcelona, wo diese Fähre allerdings nicht hält. Gute Nacht. Unser schwimmender Hotelparkplatz soll heute 12:30 Uhr in Südfrankreich anlanden. Tut er aber nicht, sondern schon viel eher, gegen 9:30 Uhr. Seit Odysseus Zeiten scheint sich ja einiges in puncto Navigation getan zu haben. Land in Sicht! Jetzt wird alles ein wenig hektisch, da der Pott den Hafen von Sète 3 Stunden eher erreicht hat. Auf dem Gang fragt ein Filipino, ob wir als Biker Aufkleber von uns haben. Er sammelt diese, hat zu Hause auch ein Moped. Na, gibt der Monk doch gerne her. Nanu, warum rollt die Reisetante nicht von Bord? Ah, sie will mich daran erinnern, dass ich den Bordfunk anmache. Kein Problem, Feinsliebchen, mach ich. Frankreich begrüßt uns mit einem Stau noch im Hafengelände. Aber auch hier kann man nach pantomimischer Nachfrage aus der Reihe scheren und an den Autos vorbeiziehen. Einer der älteren Motorradfahrer muss sein ganzes Gepäck aus den Taschen und Koffern holen. Hoffentlich bleiben wir wie bisher davon verschont. Mächtig viele Cops hier im Hafen. Bevor es weitergeht, so ein Video sind viele Tage Arbeit und Aufwand. Wenn es dir gefallen hat, zögere bitte nicht, uns zu abonnieren, zu liken und auf diese Glocke zu hauen. Es kostet dich nichts, bringt diesen Kanal aber weiter. Und egal, ob du mit der roten Pille in die Realität und weg vom Bildschirm willst, hier kommt noch ein Bonus. Dieser beschäftigt sich mit unserer langsamen Rückreise durch Frankreich. Hier zeigen wir aber nur die Highlights. Ein paar schöne Motorradstrecken durch erstaunliche Landschaften sind aber auch dabei. Und wenn du es bis hierher geschafft hast, unser Marokko-Sechsteiler dir gefallen hat, dann freust du dich eventuell auch über eine kleine Verlängerung unserer Motorradreise. Falls ja, fahren wir jetzt mit dir nach Arles und anschließend nach Avignon. Ihr könnt Travel Monk und Alina Reisetante auch gern einen Kaffee spendieren. Zwischenstopp in Arles. Im Grand Café in der Nähe können wir uns gleich mal wieder an Grand-Preise gewöhnen. Ein Kaffee kostet knapp 5 €. Wir schauen uns abwechselnd die Gegend zu Fuß an, während der andere über die Klamotten und Mototos wacht. Ich schaffe es bis zum Van Gogh-Platz, der Monk bis zum Amphitheater. Sicher ist Arles eine schöne und interessante Stadt, aber heute wollen wir noch Avignon erreichen. In Avignon checken wir in eines dieser einfachen Durchreisehotels in Cotener Bauweise ein. Die kenne ich noch aus den 1990ern. Hier ist die Alina. Sie hat gesagt, sie möchte das auch gern mal. Die wollte auch gerne mal einen F1, aber F1 gesoftet, nicht so hardcore, wie wir das früher gemacht haben. Und außerdem durfte man hier 14 Uhr rein, das andere wäre erst 17 Uhr aufgegangen. Haben wir alles richtig gemacht. Alina, gut, dass du gesagt hast, du möchtest mal einen F1. Ich wäre nämlich immer ins Primeur-Klasse gegangen. Aber ein bisschen eng hier. Dafür eines der wenigen Zimmer mit eigenem Bad und WC. Der Eingangsbereich im Minimalistic Hotel wurde durch den jungen Rezeptionisten schon etwas frühzeitig und üppig für Halloween dekoriert. Er fragte uns, wie wir das so finden. Na, lustig! Das Zimmer ist nur zum Schlafen da, denn wir haben genug in der schönen Stadt zu tun. Warum also für 8 Stunden Schlaf einen dreistelligen Betrag ausgeben? Da sind wir schmerzfrei. Wir fahren mit dem Bus für 1,40 € in 10 Minuten in die Altstadt, wollen uns am Nachmittag und Abend ein wenig Avignon anschauen, gehen bis zum berühmten Papstpalast, erkunden die kleinen Gassen. Wir essen in einem angesagten vietnamesischen Restaurant lecker.
fahren mit dem vorletzten Bus zurück in unsere Übernachtungsparzelle durch Vororte, in denen wir uns wieder in Marokko wähnen. Ich liebe ja französische Städte, Dörfer, Landschaften, die Lebensart, fühle mich hier gleich verdammt wohl. Das ist genau richtig, um mich in Europa wieder zu reintegrieren, nicht gleich in dieses Deutschland zurück zu müssen. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont. Da ist sie, die legendäre Halbbrücke von Avignon. Der Legende nach soll der Schäferjunge Benoit oder Benezet durch eine himmlische Stimme veranlasst worden sein, eine Brücke über die Rhône zu bauen. Als er dies den Stadtbewohnern mitteilte, wurde er verlacht und verspottet. Da hob er einen schweren Stein auf und legte den Grundstein, mit dem er den Bau begann. Er wurde angeblich auch in der Brücke bestattet. Mindestens genauso berühmt wie die Halbbrücke ist das Highlight des Tages, der Papstpalast von Avignon. Der Palast war zwischen 1335 und 1430 die Residenz verschiedener Päpste und Gegenpäpste. 12 € Eintritt pro Person inklusive Herum für Histo-Tablet sind ein akzeptabler Preis für diese Art von Museum. Auf dem Histopad ist ein Film gespeichert, der sehr anschaulich das Bauwerk in den verschiedenen Epochen zeigt und mit ein bisschen Augmented Reality erklärt. Ha, es gibt sogar Papst-Merchandise in Form von Wein. Na, Linchen, wo würdest du jetzt hingehen? Nach Oranje. Orange. Da werden wir unsere Orangenhaut los, also du und ich, oder essen Orangen wahrscheinlich. Ja, das war Avignon. Auf Wiedersehen. Das ist kein Triumph, sondern ein Stadtgründungsbogen aus der Zeit um 20 nach Christi. Es gibt hier in Orange auch ein römisches Theater, aber wir müssen weiter. Der Weg zu unserem nächsten Boxenstopp führt uns durch eine wunderschöne Schluchtenlandschaft. Hier macht Motorradfahren richtig Spaß. Grotte hat ein Zertifikat, das es zu den schönsten Dörfern Frankreichs macht. Natürlich ist es schön, aber wie fast all diese Dörfer überlaufen und teuer. Für eine kurze Erkundung und einen teuren Kaffee steigen wir von unseren PS-Gäulen. Schon Marc Chagall flüchtete während des Zweiten Weltkrieges in das von der deutschen Wehrmacht nicht besetzte, schöne südfranzösische Dorf. Und schon geht's weiter. Der Abend endet in einem weiteren F1-Hotel weit vor den Toren von Aix-en-Provence. Laut Maps soll es hier die Pizzeria La Venezia geben. Gibt es, aber anders als erwartet. Neben einer Autobahnbrücke bäckt ein Paar in einem Lieferwagen frische Pizzen. Wir schleppen unsere Beute zurück ins F1 und sie schmeckt verdammt gut. Die recht teure Stadt begrüßt uns mit einer Statue des Malers Paul Cézanne, der hier geboren wurde, lebte und arbeitete. Wir haben nichts vor, lassen uns durch die Straßen dieser quirligen Schönstadt treiben. Gefilmt haben wir auch nichts, aber ein paar schöne Bilder geschossen. Erwähnte ich schon, dass ich Frankreich sehr mag?
Wir bewegen uns langsam gen Norden, sind jetzt in Nîmes. Wir suchen das römische Amphitheater, wollen beim Anblick des jahrtausendealten Bauwerkes in einem Café rasten, kommen aber aufgrund Parkplatzmangels nur vor einem Kriegerdenkmal zum Stehen. Mit Sologängen erkunden wir nun das Umfeld des Amphitheaters, welches noch immer für Veranstaltungen genutzt wird, unter anderem für unblutige Stierkämpfe 3-mal im Jahr. Erneut zieht es uns in eines der schönsten Dörfer Frankreichs, nach La Beaume. Das Dorf aus dem 12. Jahrhundert ist in den Hang der Gorge de la Beaume gebaut und eine Empfehlung von Bekannten aus Deutschland, die zufällig in der Gegend sind und mit denen wir uns zum Abendessen verabredet haben. Wir bekommen am Ende des Dorfes ein Zimmer bei einer jungen Familie in einer alten Mühle unter einem hohen Felsen direkt am Fluss Beaume. Die 100 Jahre alte geländerlose Steinbrücke über den Fluss passt hier wunderbar her. Diese traumhafte Gegend ist auf meiner Frankreich-Lieblingsorte-Liste vorgemerkt. Ich werde wiederkommen. Wir essen mit meinen Bekannten im einzigen in der Nachsaison noch geöffneten Restaurant zu Abend. Und der Monk versucht sich wieder mal an Pastis, den er stets falsch mischt. Das Navi soll uns kurvig in Richtung Grenoble bringen. Das macht es auch sehr gut. Zunächst fahren wir hoch über unserem Übernachtungsfluss Beaume am traumhaften Flusslauf entlang. Tiefe Schluchten und Ausblicke auf den Fluss machen zusammen mit einfachen Tunneln richtig Spaß beim Fahren. Diese Ardèche-Gegend war mir als Frankreich-Oft-Besucher noch nicht bekannt. Hier kann man wunderbar Motorrad fahren und es macht, wie die Reisetante schon sagte, richtig Spaß. Wir verbringen den Nachmittag mit endloser Berg- und Talfahrt über teilweise einfache einspurige Straßen, die kaum Leitplanken, aber tiefe Abgründe kennen. Das macht tatsächlich Spaß, auch mir. An einer Aussichtsplattform machen wir Pause. Eine unglaublich atemberaubende Sicht auf ein weiteres Tal mit Fluss öffnet sich. Es muss nicht immer kurviger.de sein. TomTom Reiter findet zuweilen auch ein paar schöne Routen auf kleinen Straßen, wenn man den Modus kurvige Route nutzt. Uns geht's gut so, trotz Höhenlage, im süßen kleinen marokkanischen Tütü. Da bin ich beruhigt.
Dieser Ort als Übernachtung ist mir dem Zufall geschuldet. Nicht spektakulär, aber zumindest musikalisch. Wir übernachten bei einem marokkanischen Kauz, der aus Meknes stammt und etwas hektisch und eher semi-sympathisch ist. Unsere Rückreise führt uns also nach Grenoble. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte den Ort irgendwie immer mit der Schweiz in Verbindung gebracht. Die Landschaft ändert sich nun und mit ihr die Häuser. Es wirkte eher so, wie man das vom Urlaub im südlichen Alpenraum kennt. Wir wollen hoch zur Festung, die über Grenoble thront. Alina sind aber die Spitzkehren bei gefühlten 45 Grad Anstiegen zu nervig. Sie wartet da lieber auf halber Höhe, bis ich mir einen Panoramablick über die Stadt abgeholt habe. Gemeint sind diese Spitzkehren. Ich schaffe es auch nicht bei jeder ohne Rangieren herumzukommen. Auf der Cam sieht das immer weniger problematisch aus. Wir kommen am Pass Col de Port auf 1323 Meter Höhe vorbei, wo schon eine Reihe Motorräder vor einem Restaurant in der Sonne parken. Das ist auch für uns ein guter Rastplatz, ehe es wieder ins Tal geht. Wieder eine sehr schöne Motorradstrecke. Einen konkreten Besichtigungsplan für Annecy haben wir nicht. Wollen erst einmal zum See und dann etwas essen. Die Gassen und die Häuser sind wirklich allerliebst, so ein richtiger Touristenort. Und wie gesagt, es wirkt alles sehr alpenländisch. Ein Kanal führt uns nun zum See, hinter dem sich die Alpen auftürmen. Wunderschön. Das Essen ist hier etwas speziell, die Preise auch, aber es schmeckt sehr gut. Nur am Flaschenrecycling müssen sie noch ein wenig arbeiten. Uns fällt auf einer Brücke eine zweite ungewöhnliche daneben auf, unter der ein lauschiges Tal liegt, das verlangt nach einem sofortigen Erkundungsstopp. Und während ich ein Sprungbrett ins Tal erkunde, schaut sich die Reisetante die imposante Brücke dort drüben aus der Nähe an. So richtig kommen wir leider wohl nicht mehr in die Alpen, aber dafür geht es am schönen Genfer See vorbei. Zeit für eine Pause. Ab jetzt geht es durch die Westschweiz oder das Schweizer Jura zu unserer letzten Übernachtung auf dieser Reise. Es wird langsam dunkel und auch schon empfindlich kalt. Wir haben auch schon Mitte Oktober. Unsere letzte Station ist Belfort, eine Stadt mit ca. 45.500 Einwohnern am südlichen Rand der Vogesen. Hoch über der Stadt thront eine Festung. Ein riesiger Löwe aus Stein liegt unterhalb der Mauern.
Hier treffen wir meine Schulfreundin und ihren Mann, die gleich hinter der Grenze in der Schweiz wohnen. Das letzte Mal hatte ich sie vor ziemlich genau 4 Jahren in Zürich besucht. Das nächste Mal werden wir sie wahrscheinlich zu ihrer Hochzeitszeremonie in Indonesien im kommenden Jahr treffen. Die haben hier echt schräge Klamottenläden in Belfort. Aufregend, interessant, erlebnisreich, herausfordernd, entspannend und abenteuerlich. Das sind die Wörter, die mir als erstes zu unserem diesjährigen, knapp 8-wöchigen Mototo-Trip einfallen. Er war anders als letztes Jahr. Zum einen, weil Marokko selbstverständlich nicht Griechenland ist und ich nun schon ein paar Reisekilometer Motorraderfahrung mitbrachte. Zum anderen, weil wir uns in diesem Jahr mehr Ruhe zwischendurch gönnten. Die Tagesabschnitte waren sehr übersichtlich, auch wenn man aufgrund der Streckengegebenheiten und Geschwindigkeitsbegrenzungen manches Mal doch fast einen ganzen Tag unterwegs war. Ich habe gestaunt, welche Wege ich in diesem Jahr gemeistert habe, bin natürlich sehr stolz auf mich und dem Travel Monk für seine Geduld wieder sehr dankbar. Das Mototo hat alle Wege einfach über sich ergehen lassen, hat mich nicht abgeworfen und sich auch nicht umfallen lassen. Also, alles gut gegangen, gesund und munter und in einem Stück mit vielen schönen Eindrücken zu Hause zurück. Marokko ist ein kleines, überschaubares Abenteuerland. Man kann sich dort wohl und sicher fühlen und immer wieder staunen über die unglaublichen Landschaften und die meist sehr freundlichen Bewohner. Der Unterschied zur wunderbaren gemeinsamen ersten Motorradreise letztes Jahr nach Kreta ist für mich der: Ich fühle mich in arabischen Ländern stets mehr als Reisender, weil die Kultur, das Umfeld, die Menschen sehr viel anders sind. Ich gern temporär herausgerissen werden möchte aus dem Gewohnten. Gern hätte ich alle bereits 2018 gesehenen Touristenspots vermieden, wäre im Hinterland im Süden Marokkos unterwegs gewesen, vielleicht sogar bis Mauretanien reingefahren, um meinen ewigen Wunschtraum, Afrika auf der Ost- oder Westroute einmal zu durchqueren, etwas näher zu kommen. Aber hey, das wäre unfair gewesen gegenüber Alina, die schon sehr mutig und offen für diese Art zu reisen ist und Marokko ja noch nicht kannte, noch nie hier war. Ich fand es schön, dass wir wieder genug Zeit hatten, das Land auf unseren Mototos in unserem Rhythmus zu durchstreifen. Und mir kam es sehr gelegen, dass die Reisetante rückwärts dann doch in Südfrankreich anlanden wollte, um sich ganz langsam nach Norden zu bewegen, um ihre Freundin in der Schweiz zu besuchen. So konnte ich mein schon oft bereistes europäisches Lieblingsland erneut durchqueren, musste nicht gleich nach Hause. Ich bin gespannt, wo uns künftige Reisen hinführen werden, mit oder ohne Motorrad. Für 2025 haben wir jedenfalls wieder eine große Motorradreise vor, vielleicht nach Asien. Also bleibt dran, wenn ihr mögt, da dieser Kanal wachsen soll und wenn ihr uns etwas Wertschätzung für diese Reisevideos entgegenbringen wollt, so abonniert, liked und kommentiert bitte dieses oder die anderen Videos. Da wir nicht so oft Videos hochladen, lohnt sich die Glocke anzuklicken. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö und I'll be back.